Kanada und Australien, das sind die unbekannten Steuerparadiese wohlhabender Familien. Warum das so ist, das werden wir uns einmal in diesem Video anschauen. Wenn du hier Berichte liest, die vielfach jährlicher veröffentlicht werden zu Auswanderungstrends von High Net Worth Individuals, von wohlhabenden Familien, dann wirst du dort möglicherweise überrascht feststellen, dass Australien und Kanada in den Rankings, in die wohlhabende Familien umziehen, sehr weit oben stehen. Und zwar regelmäßig. Wenn du dir dann anschaust, welche Steuersätze in diesen Ländern fällig werden, dann wunderst du dich, wie das sein kann. Welche wohlhabende Person möchte gerne nach Kanada oder nach Australien umziehen? Die Steuern sind dort ja vielfach sogar höher als in Deutschland. Kapitalerträge zum Beispiel werden dort mit Einkommensteuer belegt. Also tatsächlich wirkliche Steuerhöllen. Trotzdem steht in diesen Berichten drin, dass angeblich Kanada und Australien bei wohlhabenden Familien, insbesondere aus dem asiatischen Raum, sehr beliebt sind. Warum ist das so? Warum ziehen die nicht nach Dubai um? Warum nicht nach Hongkong oder vielleicht auf die Bahamas? Nun, was wollen wohlhabende Familien? Sie wollen zum einen Rechtssicherheit haben. Sie wollen auch physische Sicherheit haben. Sicherheit vor Gewalt, vor Kriminalität und so weiter und so fort. Sie wollen gute Infrastruktur. Sie wollen gute Schulen. Sie wollen ein gutes Gesundheitssystem. Sie wollen Platz haben, sich zu entfalten. Sie suchen nach hochwertigen Immobilien. Sie suchen nach einem angenehmen Klima. Und all das ist natürlich hier in Kanada und Australien gegeben. Aber möglicherweise nicht in den anderen Steueroasen, die ich vorhin genannt habe. Kanada und Australien haben tatsächlich viele steuerliche Nachteile. Sie sind mindestens so schlimm wie Deutschland. Aber sie haben einen entscheidenden Vorteil. Es gibt dort in beiden Ländern nämlich keine Schenkungssteuer und keine Erbschaftssteuer. Und gerade die Erbschaftssteuer ist für wohlhabende Familien so ziemlich der unangenehmste Stachel im Fleisch, wenn man es mal so sagen darf. Mit einer hohen Einkommensteuer, damit kann man leben. Ich erzähle gleich noch, wie man auch die vermeidet in Kanada und Australien. Aber die Erbschaftssteuer ist eben wirklich ein Problem, wenn man hier sehr große Vermögen an die nächste Generation übertragen will. Somit ist es ein Riesenvorteil von Kanada und Australien, dass dort diese Familien hin umziehen können, dann ihre Unternehmen neu strukturieren können, ihre Unternehmensgruppen neu strukturieren können, hier ihr Vermögen übertragen können, ohne dass das steuerlich relevant wäre. Und tatsächlich muss man sich dann vorstellen, dass hier mehrere Generationen von Familien dann ins Ausland umziehen. Wir haben selbst Mandanten, die das gemacht haben. Ja? Also nicht nur die Eltern, sondern möglicherweise die Eltern, die Großeltern, erwachsene Kinder. Tatsächlich mehrere Generationen ziehen dann in ein Land gemeinsam um oder vielleicht auch in mehrere steuerfreundliche Länder, damit eine solche Restrukturierung also tatsächlich auch funktionieren kann. Das musst auch du dir immer klar machen. Wenn auch du über eine solche Nachlassplanung nachdenkst, die effektiv ist, dann musst du davon ausgehen, dass hier mehrere Generationen von betroffen sind und mehrere Generationen müssen willig sein, hier ins Ausland umzuziehen, wenn man das steuerlich optimieren will. Da gibt es keine Abkürzung. Das heißt, diese Familien ziehen dann gemeinsam nach Kanada oder nach Australien um. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, man plant dann hier entsprechende Nachlass, überträgt das Vermögen und sicherlich werden dann einige Familienmitglieder wieder das Land verlassen nach kürzerer Zeit. Und nach kürzerer Zeit, da meine ich jetzt 1 bis 2 Jahre, denn so lange dauert das vielfach, bis solche Umstrukturierungen dann über die Bühne gegangen sind. Übrigens muss man natürlich vielfach auch aufpassen. Wenn du zum Beispiel Deutschland verlässt, dann unterliegst du mindestens noch 5 Jahre unbeschränkt der deutschen Schenkung und Erbschaftssteuerpflicht. Das heißt, du müsstest erstmal 5 Jahre mindestens im Ausland leben, in manchen Ländern sogar 10 Jahre, damit du ja tatsächlich aus der deutschen Schenkung und Erbschaftssteuer rauskommst. Das ist natürlich in vielen asiatischen Ländern nicht der Fall. Deswegen sind eben Kanada und Australien vor allen Dingen bei asiatischen Familien sehr populär. So, aber jetzt fragst du dich vielleicht, nun, die Erbschaftssteuer ist natürlich eine Sache. Was ist aber mit der Einkommensteuer? Was bringt es mir, wenn ich jetzt hier in Kanada oder Australien lebe und zwar dann einmalig hier mein Vermögen umstrukturieren kann, aber dann laufend gigantisch hohe Einkommensteuer zahlen muss? Das ist ja ebenfalls unattraktiv. Nun, jetzt denk mal gut nach. Ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt keine Schenkungssteuer. Es ist doch hier ohne weiteres möglich, dass ich meine laufenden Kosten als Familie über Schenkungen organisieren kann.
Nun, ich könnte sagen, als Familie, ich gründe ein Family Office in Dubai oder in Singapur. Dann habe ich vielleicht das eine oder andere Familienmitglied, was dann in Singapur oder in Dubai lebt. In Dubai gibt es ja keine persönliche Einkommensteuer und in Singapur möglicherweise auch nicht, eben nicht auf Auslandseinkünfte wenigstens. Dann bekommt das Familienmitglied, was in einem dieser Länder lebt, eben dann eine Auszahlung aus dem Family Office oder aus der Stiftung. Diese ist dann in dem Fall steuerfrei. Und dann schenkt sie dann Geld an die Verwandten in Kanada oder in Australien. Dort gibt es ja keine Schenkungssteuer. Das heißt, Sie müssen diese Schenkung weder in der Steuererklärung angeben, noch darauf Steuern bezahlen. Vielfach kann eine solche Schenkung dann auch direkt über einen Trust oder eine Stiftung laufen. Das hängt eben aber dann von der korrekten Ausgestaltung ab. Aber so ist es dann natürlich möglich, dass ich als Familie in Kanada oder Australien lebe, auch ein relativ hohes Einkommen habe, ohne dann dort tatsächlich Einkommensteuer zahlen zu müssen. Das heißt, de facto ist es so, dass diese Familien, wenn sie es richtig machen und sie leben in Kanada und in Australien, möglicherweise überhaupt keine Steuern bezahlen. Sie werden zwar Steuererklärungen einreichen müssen und werden vielleicht auch hier ihre internationalen Firmenbeteiligungen melden müssen, aber möglicherweise zahlen sie überhaupt keine Steuern, denn sie haben keine Einkünfte, die eben unter die kanadische bzw. australische Einkommensteuer fallen würden. Vielfach, wenn ein Family Office im Ausland involviert ist, wird ja dann dort das Kapitalvermögen investiert. Das heißt, im eigenen Namen habe ich vielleicht gar kein Depot. Hätte ich das, müsste ich natürlich dann entsprechend Kapitalertragssteuer in Kanada oder in Australien bezahlen. Zum Teil zahle ich darauf eben Einkommensteuer. Und so genau machen es diese Familien. Das heißt also, sie können diese Hochsteuerländer, Kanada und Australien, die ja einen fantastischen Lifestyle haben, die eine hohe Lebensqualität bieten, eine hohe Sicherheit, einen hohen Grad der Versorgung bieten, nutzen, um hier dann de facto steuerfrei zu leben, wenn sie es eben richtig machen und richtig strukturieren. Und das sollte auch für dich vielleicht jetzt eine wichtige Information sein, auch wenn du nicht planst, nach Kanada oder nach Australien auszuwandern und auch wenn eine solche Struktur für dich nicht in Frage kommt, weil du vielleicht auf Einkommen aus deiner unternehmerischen Tätigkeit tatsächlich angewiesen bist. Man soll sich grundsätzlich nicht von der Höhe der Steuersätze hier ablenken lassen. Natürlich, oftmals sehen Steuern sehr unattraktiv hoch aus, aber eben vielfach gibt es dann Szenarien, Schlupflöcher, Wege in diesen Ländern, wie man dennoch mit der richtigen Gestaltung sehr steuergünstig leben kann. Hier ist es eben wichtig, dass du dich mit einem Steuerberater oder Steueranwalt besprichst, beziehungsweise eben einen solchen konsultierst, der dich dann hier diesbezüglich beraten kann, denn der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Ich habe das jetzt hier extrem vereinfacht dargestellt, um das Prinzip zu erklären. Aber es gibt natürlich auch noch andere Beispiele als jetzt Kanada und Australien. Ein weiteres Beispiel wäre der UK, ja auch mittlerweile ein Hochsteuerland, aber auch dort ist es so, dass du in den ersten 4 Jahren zum Beispiel auf ausländische Einkünfte keine Steuern bezahlen musst. Auch das kann sehr interessant sein. Aber wie gesagt, auch das nur ein Beispiel. Viele Länder haben Steuervorteile, die man so von außen betrachtet nicht auf den ersten Blick identifizieren kann. Da muss man dann eben genauer hinschauen und sich am besten mit jemandem beraten, der sich damit auskennt. Nun, vielleicht hast auch du jetzt deine Liebe für Kanada und für Australien neu erkannt. Vielleicht kommen beide Länder auch für dich in Frage, aber vielleicht sind auch ganz andere Länder eigentlich die richtigen für dich. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als mit Mandanten genau über solche Themen zu sprechen. Umzug ins Ausland, Steueroptimierung, Nachlassplanung, Vermögensbildung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.